Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Wir machen heute wieder mal ein 3-Karten-Reading. Schauen wir, was kommt. Ausgangspunkt, was können wir tun, was ist der Vermittler und wo endet es dann? Unterm Deck haben wir schon mal die Fröhlichkeit, das ist gut, die können wir alle gebrauchen. Und wir nehmen Ergänzungskarten aus den Lennys, das sind übrigens meine eigenen. So, ihr Lieben, unterm Deck haben wir den Beruf, die Themen, an denen wir arbeiten, die Basis, ein anderes Gleichgewicht. Vielleicht sollen wir auch mal wieder an unserem Thema arbeiten. Wie fröhlich bin ich? Wie viel Spaß macht mir das Leben? Wir nehmen die erste Karte und ich bin gespannt. Hier ist der Erdgeist mit dem Thema Beständigkeit. Wir haben eventuell ein Ding, wo wir etwas neu beginnen wollen und Zweifel dran haben. Wir haben in der Mitte den Flow. Ja, da macht man etwas mit Herz und Liebe und es wächst und gedeiht und ist wie ein Geschenk. Und am Ende steht die Erleuchtung. Da sind es 3. Da haben wir einen Konflikt beendet, den wir mit dem Thema Kraft, Größe, Vertrauen haben. Wir haben etwas geklärt. Das Ganze kann jetzt tatsächlich, weil die Lennys hier so sind, auch auf Bereiche von Arbeit oder Liebe gehen oder aber allgemein gültig sein. Gucken wir, was der Erdgeist uns hier mitgibt. Ja, das passt sehr gut, denn die Karte fordert uns auf, dass wir über unser Leben nachdenken, dass wir Bilanz darüber ziehen, wer wir sind, wo wir stehen, dass wir Zukunftspläne schmieden, dass wir in einer Phase der Vorbereitung sind, wo man in sich geht und nochmal klärt. Hier ist ja auch noch der gewisse Zweifel, ne? Wo bin ich, wo stehe ich, wo möchte ich noch hin, wo möchte ich was neu beginnen. Aber die Karte zeigt auch an, dass wir irgendwo nicht richtig geerdet sind, ne? Dass ein Thema mehr Stabilität braucht im Leben. Und hier ist es so, dass man sehr sorgfältig planen darf. Hier ist der Fuchs mit, ne? Pass auf, schau genau hin, mach den klugen Zug, überstürze nichts. Wir sind hier erstmal safe und sicher. Es geht hier auch darum, dass wir, ich glaube mal, in das Hier und Jetzt zurückkommen, in dem Augenblick sind, zur Ruhe kommen, unsere Wurzeln haben und erforschen, die Vergangenheit ehren. Und da darf man ruhig auch mal tiefer nachforschen, als so schnell mal drüber huschen, ne? Und dann haben wir hier den gewundenen Pfad mit dem Thema Flow. Hier schwingt so dieses Thema mit, dass wir uns nicht entmutigen sollen lassen, wenn irgendwas kein gerader Weg ist. Es ist einerseits so, dass wir uns darüber beklagen könnten, dass der Weg umständlich ist oder kompliziert oder dass man ihn nicht kennt. Aber wir sollen hier unsere Reise genießen. Wir haben uns ja hier genug geklärt und bilanziert und überlegt. Und hier ist man wieder so ein bisschen an dem Punkt, wo man sich öffnet, wo man sich den Geschenken des Lebens öffnet, wo man sich der Liebe öffnet, wo man im Prinzip Kontrolle abgibt und das, was auf einen zukommt, auch genießen kann. Hier ist auch der Punkt, dass wir im Moment vielleicht auch noch nicht alles wissen, aber das brauchen wir auch nicht. Wir dürfen uns im Prinzip zurücklehnen und genießen, vielleicht auch mal wieder die Liebe ins Leben lassen, sich liebevoll austauschen, denn die Karte sagt, es wird sich alles auf beste Weise fügen, wenn wir dem Fluss des Lebens vertrauen, wenn wir eben Liebe sind, wenn wir erkennen, auch wie viel Geschenke im Leben das es gibt.
Es kann ja auch sein, dass wir zulassen dürfen, dass das Leben uns auf Wege führt, wohin wir dann auch weitergehen. Aber wir sollen hier nichts erzwingen oder auch vermeiden, sondern loslassen und in Ruhe die Reise genießen. Das passt wirklich, weil hier haben wir tatsächlich gut überlegt, wir haben nachgedacht, wir haben keinen Schnellschuss gemacht. Unterm Deck auch immer mit dem Thema Fröhlichkeit, ne? Was mache ich mit Spaß, wo muss ich was weglassen, wo kann ich was dazu nehmen? Und das endet dann hier mit dem Thema Erleuchtung tatsächlich. Hier ist große Anbindung auch und Verbundenheit nach oben. Bewusstseinserweiterung. Wir haben hier vielleicht unter anderem auch schon so Konflikte mit den Vorfahren, mit den Ahnen, die vielleicht hier komplett in eine andere Sichtweise gebracht werden können. Man hat hier so die Gabe, dass man alles immer besser versteht, dass man die Dinge von verschiedenen Standpunkten aus betrachten kann. Eine gewisse Bereicherung auch fürs Leben. Und es kann auch sein, dass wir erlernen oder erlernt haben an dem Punkt, dass wir nur aus unserem persönlichen Blickwinkel geguckt haben und uns auch damit sehr eingeschränkt haben. Das ist so hier, ne? Hier hast du diesen gewundenen Pfad und nicht die gerade Straße und hier weißt du, warum es so ist. Weil auf diesem gewundenen Pfad hat man vielleicht sehr viel entdeckt, was man bisher übersehen hat. Man kann einschränkende Vorstellungen über Bord werfen, seinen Horizont erweitern, die Welt mit anderen Augen sehen. Es fühlt sich an wie eine Lebensbereicherung. Es kommt wieder Licht rein. Vielleicht geht einem oder anderen auch ein Licht auf. Man wächst über seine begrenzte Selbstwahrnehmung hinaus und entwickelt ein kosmisches Bewusstsein. Von diesem Punkt an darf man wohlgemut sein, denn hier kommen positive Veränderungen. Es geht entspannt, freier weiter. Hier ist wirklich eine ganz große Anbindung. Wir haben den Bären dabei. Das ist auch so dieses, ich fühle mich dem Geistführer sehr nahe. Oder ich habe ein bestimmtes Krafttier, das ziehen wir dann auch gleich mal noch eins. Und es sind auch alte Glaubensmuster, wer man ist oder wie das Leben geht, die jetzt durch andere Möglichkeiten ersetzt werden. Hier natürlich mit den Lennys auch eine Möglichkeit, mit der man selber immer wieder in Konflikt geraten ist. Es kann auch eine Situation sein, bei der man sich hier, ich sag mal, sehr selbst überwindet, auf einem Weg, von dem man es vielleicht nicht gedacht hätte, dass man da noch drüber kommt, ne? Wir nehmen ein Vögelchen noch und ein Krafttier. Muss ich mich gerade an eine Tante von mir erinnern, die hatte ich sehr gerne. Die habe ich immer gefragt, warum ist das so und warum ist das so und warum. Und dann hat die gesagt, frag nicht immer warum, man kann nicht auf alles eine Antwort kriegen, manches ist einfach so. Hier bei der Erleuchtung ist es dann, dass man das verstanden hat, um was es geht. Hier werden sozusagen die Frage nach dem Warum beantwortet. So, wir haben die Amsel gekriegt. Ich bin der Vermittler zwischen den Welten und bringe dir Optimismus und Lebensfreude. Wir haben ja auch die Fröhlichkeit unten dran. Ich helfe dir, dich von Altlasten zu trennen und dich für Heiterkeit zu öffnen, damit du dein Leben wieder genießen kannst. Passt ja gut dazu. Und ein Krafttier noch. Hier sind mir zwei rausgeblumpst. Hier ist der Panda, der bringt wieder was in Balance, ne? Das Yin und Yang, das Zentrum, Harmonie, Ausgeglichenheit. Und wir haben die Seeanemone. Da ist das Thema Gemeinschaft dahinter, kraftvolle Verbindungen und am Ende auch ein sich ganz fühlen in dem Ganzen drin, ne?
Durch die liegende 8, die hier drauf ist, haben wir natürlich auch die Unendlichkeit. Das gehört auch zur Erleuchtung, dass man versteht, dass alles ein großer Kreislauf ist und nichts verloren gehen kann. Mit kraftvollen Verbindungen sieht man einfach auch, hier haben wir ja die Herzverbindungen und die Blumen, dass wir Leute haben oder finden, die uns so nehmen, wie wir sind, ne? Die uns einen Ausgleich bringen, die auch unsere Macken stehen lassen können oder die eben hier aus dieser Perspektive gucken. Und das kann man eigentlich mit Worten nicht sagen, wie das ist. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis morgen.